Ein echter Brabus-Style. Ja, ein Smart 4x4 mit Fallschiebedach. Brabus außen und innen. Unter anderem dieser Frontspoiler, der anders ist. Der ist ein bisschen tiefer gelegt. Der hat die Brabus-Felgen mit drauf. Und er sieht auch innen richtig schick aus. Bicolor mit einem riesigen Fallschiebedach. Ja, und vielleicht ist ja das demnächst unser neues Senderauto, denn wir sind im Smart Service Saarbrücken in der Mainzer Straße und hier steht er. Ja, Brabus-Style und das Bicolor, das steht ihm wirklich gut. Stell ich mal kurz vor. Hallo, mein Name ist Christian Klein vom S&P Service in Saarbrücken. Ja, hier sind wir. Brabus, das bedeutet, es ist wirklich einiges geändert. Absolut richtig, vor allem von der Optik her, im Interieur und Exterieur. Hinten das auch anders hier, der Stoßfänger? Ja, der kleine Stoßfänger, also der Heckdiffuser, der ist anders im Vergleich zu normalen. Und natürlich auch das Fahrwerk, was dann 10 mm tiefer gelegt ist, bisschen sportlicher. Das merkt man. Minimal, also ist der aber nicht hart. Er ist weich gefedert, trotzdem. Es ist relativ weich gefedert, aber so, ich sag mal, Motor ist der gleiche, das heißt die Optik ist hauptsächlich das Entscheidende, innen und außen. Richtig, beim Brabus-Style geht es um die Brabus-Optik vom Sportlichen her, weniger um den Motor, wobei der auch sehr gut motorisiert ist mit 90 PS und Turbo-Unterstützung. Ja, der ist sehr, sehr kurz, muss ich sagen, dafür, dass er 4 Türen hat, ein ganz kompaktes Auto. Ja, das stimmt, der ist gerade mal 3,50 Meter lang. 3,50 Meter. Und das ist ganz wichtig, denn er müsste nämlich hinter unserem Sendermobil hergezogen werden. Normalerweise hätten wir nämlich jetzt einen Zweitürer genommen, aber wir haben ja noch einen Sohn, den wir eventuell mal mitnehmen. Da brauchen wir vielleicht einen Viertürer oder ein bisschen mehr Platz für das ganze Sendematerial und so. Und deswegen, ja, trotzdem ist er sehr, sehr kurz. Das heißt, es gibt wenig vergleichbare Autos mit dem Platzangebot und der Länge. Das stimmt, das ist korrekt. Auch vom Ladevolumen her hat er auch dementsprechend für die Kürze einen sehr, sehr großen Laderaum, wenn man das Ganze dann umlegt hinten. Ja, das schauen wir uns am besten mal an. Also hier vorne, innen können wir uns gleich mal angucken. Machen wir erstmal hinten auf. Das kennt man vom Smart her. Relativ klein und beengt, aber hier habe ich den Vorteil, ich habe Cabrio-Feeling durch das große Fallschiebedach und habe doch einen relativ großen Kofferraum für den Smart. Ja, das ist korrekt. Und wie gesagt, das kann man dementsprechend noch bei Bedarf noch vergrößern. So sieht er aus. Umklappen kein Problem? Umklappen kein Problem. Ganz normal kurz ziehen und dann kann man direkt umklappen. So, der ist jetzt gebraucht, der hat rund 11.000 Kilometer. Wenn du mal umklappst, dann zeigen wir das mal. Auch da könnte man eventuell mal einen Hund einladen, eine Hundebox und so weiter. Ich habe eine komplett ebene Ladekante und auch hier habe ich eine ebene Ladekante. Das heißt, ich habe so gut wie kein Problem, irgendwas reinzuladen. Das stimmt. Und wie gesagt, ich kann das Ganze vergrößern auf 965 Liter, wenn ich beide Sitze umklappe. Und kann sogar noch den Beifahrersitz umlegen, um eine Durchladefunktion zu haben von knapp 2,22 Meter. Subwoofer? Jawohl, in dem Fall ja, wegen dem großen GPL-Soundsystem. Aber auch entnehmbar, das heißt, wenn ich mehr Platz brauche, kann ich den ganz schnell ausbauen. Zeig mal. Jetzt bist du dran. Warte, ich mach mal gerade ein bisschen heller. Dann sieht man dich ein bisschen besser. Vorführeffekt. So. Zeig mal, warte mal. Ein Kabel, Ein Kabel, eine Feder. eine und Feder. schon ist er draußen. Zeig mal. Das ist der Subwoofer von JBL. Ja, tolles System. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen mehr Platz brauche und das Einbauen ist genauso einfach. Genau, richtig. Einfach den Stecker holen, hier anklipsen, an die Seite schieben, die Feder einspannen Das war's. und fertig. Genau. So, prima. Ja, wenn du mal hinten einsteigst, du bist ein großer Mann, dazu musst du wahrscheinlich den Sitz einen Ticken weiter nach hinten nach vorne machen. Moment. Der ist jetzt ganz zurück. Der ist ganz zurück. Und wenn du gleich mal, wenn wir filmen, du mal wieder so lieb bist, den wieder ganz für mich zurück machst. Wir haben getönte Scheiben hinten. Getönte Scheiben und 85 Grad Vortüren, was das Be- und Entladen bzw. ein Aussteigen extrem leicht macht. Ja, also die sind fast gerade. Fast gerade, genau, richtig. So, es riecht schon nach Leder. Ja. Und, ist noch Platz oben bei dir? Ja, minimal. Du bist jetzt wie groß? 1,86 Meter. Okay, das ist einmal Schon relativ groß, ja. Ist relativ groß, würde aber gehen. Das heißt, das optimale Auto, Family plus 2 Kids zum Beispiel, das ist toll. Genau, dafür wäre es dann gedacht. So. Ja, das Einfachste ist, wir zeigen noch den Motor, denn da ist ein Dreizylinder 90 PS drin. Der macht richtig voran und wir haben ein Doppelkupplungsgetriebe. Jawohl, 6-Gang DSG, aber der Motor ist smart-typisch hinten. Nicht vorne, jawohl, Heckantrieb. Der ist hinten. Der ist hinten Ich verbaut. habe ihn jetzt vorne gesucht. Na, nee, nicht beim Smart. Der befindet sich unter dieser Klappe, die aber separat verschlossen ist, nur durch die Werkstatt zu öffnen. Für Sieht die man nicht. Wartungsarbeiten. Nein, der ist Und die versteckt. Wartungsarbeiten, wie Intervalle, wie sind die? Einmal im Jahr oder alle 20.000 Kilometer. Okay, das heißt, der ist auch noch leise, weil der Motor hinten ist er noch leiser. Genau, richtig, so kann man es sehen.
Cool. Ja, dann mach mal zu, dann fahren wir einfach mal. Ja, das war jetzt eine große Überraschung. Ich habe jetzt echt damit gerechnet, dass der Motor vorne ist. Sollte man vermuten, aber hat dann seinen Vorteil gerade im Winterbetrieb, wenn der Heckantrieb da ist, dass hinten auf der schweren Antriebsachse auch das Gewicht des Motors liegt. Ist da vorne jetzt überhaupt noch irgendwas drin quasi? Zeig mal. Das ist eine Serviceklappe. Serviceklappe. Ach, wie süß. Öffnen. Da findet man Betriebsflüssigkeiten wie die Scheibenwischerwaschanlage, hier die Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit und ganz normal die Fahrzeugbatterie. Toll. Und der Klimakondensator noch versteckt. Okay, prima. Mach mal zu. Baujahr von dem hier? Dezember 2019. Dezember 2019, also noch nicht mal ein Jahr jetzt. Genau. 10 So, Monate jung. dann steigen wir mal ein. Wenn du mal ganz so lieb bist, genau, machen wir den Sitz mal ganz zurück. Das ist die Tür, so sieht die Tür aus. Hier sieht man schon direkt, wir haben tolle Sitze drin. Sitzheizung. Ja, natürlich. So, hier vorne habe ich so gesteppte Nähte, die direkt mit drin sind. Hier ist die Sitzheizung. Echtleder in Kombination mit perforiertem Nappa-Leder. So, da ist das Schaltgetriebe, das DSG mit drin. Ja. Hier haben wir auch einen Brabus Hebel mit drin. Das ist im Prinzip die maximalste Ausstattung, die es gibt, oder? Das ist korrekt, genau. Mehr geht nicht. So, dann steige ich mal ein. Hier vorne haben wir auch das Leder vorne im Armaturenbrett. Das große Navi. Genau. Normalerweise hat man hier eine Stoffverkleidung, typischerweise, aber beim Brabus-Style hat man dann hier die Lederverkleidung, gerade vorne im Armaturenbrett. So, Sekunde. Ein kleines bisschen den Zoom aufziehen, damit wir noch mehr sehen. Und ich schneide mich mal an. Machen wir eine Probefahrt. Das ist für mich die allererste Probefahrt, muss ich sagen, in einem Smart 4.4. Denn bin ich noch nie mitgefahren. Ist irgendwas zu beachten? Nö, gar nichts. Einfach fahren und genießen. Multifunktionslenkrad? Multifunktionslenkrad mit Tempomat, mit Limiter, Bordcomputersteuerung. Hier die Steuerung für die Lautstärke vom Navigationssystem Radio oder auch die beim Telefonieren. Und versteckt am Lenkrad sind dann hier noch die Formel 1 Lenkradschaltung, die Pedals. Zur manuellen Schaltung. Okay, das heißt auch das Lenkrad ist Brabus? Jawohl, genau, richtig. Auch nochmal hier mit etwas weicherem Leder im Vergleich zum normalen Lederlenkrad. Schick, da vorne haben wir noch ein Drehzahlmesser drin in der Ecke. Ist ja süß, so smart-like. So, du hast jetzt gar kein Problem mit der Größe, oder? Nö, gar nicht, wie man sieht. Funktioniert wunderbar. So, ist der Sitz höhenverstellbar? Ja, Sitz wie auch Lenkrad. Okay, zeig mal das Lenkrad. Hier. So, die Weite auch, die Tiefe? Nein, das geht nur in der Höhe. Das geht nur in der Höhe. Das heißt, ich mache den Sitz ran, kann die Höhe dann entsprechend verändern und losfahren. Ja, fahren wir los. Klimaautomatik. Ja, vorhanden beim Fahrzeug. So, er bootet sehr schnell. Mir direkt mal aufgefallen. So, DAB Plus machen wir an. Da gehen wir mal RTL-Radio, machen wir jetzt neu. Das ist jetzt auf Sendung. Da wechseln wir hier von UKW auf digitales Radio. Genau. Haben dann hier unsere Senderliste und können dann über Touchscreen. Genau, mach mal. RTL. RTL ist neu dabei. Da ist es. Da ist RTL. Genau. Mach mal an. Spannend. Okay, und direkt wieder aus. Denn die GEMA lässt grüßen. Ja, cool. Es gefällt mir gut, das Auto. Ja, wir fahren mal los. Der Dreizylinder, ganz am Anfang ist er, ich sag mal, etwas rauer. Der Motor ist echt hinten. Der Motor ist echt hinten, genau. Heckantrieb. Jawohl. Ach, Heckantrieb. Macht Spaß zu fahren. Man wie wird geil. nicht gezogen, sondern geschoben vom Motor. Okay, ist das ein Problem im Winter? Nee, gar nicht. Wie gesagt, weil der Motor auf der Antriebsachse liegt, haben wir da kein Problem. Gut, ja, fahr mal links. Wir können auch rechts fahren. Fahr mal rechts. Sind wir mal im Stau, da können wir uns noch ein bisschen unterhalten. Mensch, dass ich mal hier im Smart 4.4 mal fahre. Du verkaufst schon lange Smart? Ja, jetzt im 13. Jahr. Im 13. Jahr? Ja, genau. Du bist ja erst 12. Ja, danke schön. Nicht ganz. Schön. Ja, was ist das Schöne an Smart? Die Qualität, gut, die sind aus dem Mercedes-Konzern, die Qualität stimmt? Genau, richtig. Also man hat ein kleines, kompaktes, sehr sicheres Fahrzeug mit guter Leistung, ja, und sehr geringe Folgekosten, was Steuer oder Versicherung angeht. Okay. Sparsam? Ja, je nachdem, wie man es fährt. Okay, das geht auch. Das heißt, ich kann noch Gas geben. Autobahnbetrieb ist möglich hier? Ja, ohne weiteres, definitiv. Die Höchstgeschwindigkeit liegt je nach Motor zwischen 155 und 165, elektronisch abgeregelt. So, der rührt aber nicht dann, oder? Nee,
Ihr rollt? Nee, rührt dann Also, nicht. nee, Ich gar sag mal, nicht, es gibt ja nee. Fahrzeuge, die drehen dann mit, keine Ahnung, 4000 Umdrehungen, wenn sie mal 130 fahren oder so. Das ist Nee, ja alles gar nicht der nicht. Fall. Fährt ganz ruhig. Und das DSG, das macht Spaß? Ja, definitiv. Was ganz anderes als bei den Vorgänger-Smarts. So, das Doppelkupplungsgetriebe hier drin. So, und das neue Weitwinkel macht mir Spaß. Man sieht so viel auf einmal. Ist das cool. So, ich guck mal gerade nach hinten. Das wäre dann quasi die Kinderstube. Boah, der ist schon leise, der Motor. Du hörst den gar nicht mehr, weil er ja hinten ist. Ja, das stimmt. So, wir fahren mal auf die Autobahn. Ich will mal hören, wie laut er ist. Denn wenn das jetzt unser Sendermobil wird, dann bin ich mal sehr gespannt, was das für einen Eindruck macht auf die Mitarbeiter, wenn sie mit dem Brabus fahren. Das macht schon was her, der Name, oder? Brabus. Absolut, das kennt man ja aus dem Sportbereich, definitiv. So, mit den Pedals kannst du rauf und runter schalten. Das wäre zum Beispiel jetzt am Berg, wenn du, ich sag mal, runterschalten möchtest. Hinten Trommelbremsen. Ich habe so ein bisschen drüber gelacht. Da hast du gesagt, jeder Smart hat Trommelbremsen. Das ist kein Malus. Nee, gar nicht, das ist schon eh und je so. Hat auch den Vorteil, man muss die Felgen hinten nie reinigen, kein Bremsstaub. Du bist ja ein Pragmatiker, so ein bisschen. Natürlich. So, was ist hier vorne? Da ist der Limiter mit drin. Da ist der, genau, vom Bordcomputer über den Tempomat und der Limiter zum Steuern direkt am Lenkrad. So, ansonsten der 10-Sekunden-Test, den wird er wahrscheinlich gewinnen. Das heißt, wenn jemand einsteigt, 10 Sekunden findet er sich zurecht. Alles am richtigen Platz. Alles ganz normal, wie man es gewohnt ist, genau beim normalen Auto. Also ganz simpel zu bedienen. Ja, er ist straff ist er, aber das kommt den Deutschen sehr entgegen, oder? Ja, absolut. Nicht so Wohnzimmer-like. Und er liegt wie ein Brett. Also du merkst das richtig so, die Fahrbahn. Ich bin mal gleich mal gespannt auf der Autobahn, wie er kommt. Das heißt, der ist so ein bisschen Go-Kart-Feeling hier, oder? So kann man das nennen, genau, richtig. Bisschen Go-Karten groß. So. Dann fahren wir mal auf die Autobahn. Ja, mich interessiert mal das Geräuschniveau. Das heißt, das Getriebe hat 6 Gänge, oder? Ja, Getriebe ist 6-Gang DSG. Was ich dann wahlweise Automatik fahren kann oder wie gesagt manuell über die Schaltpedals. Boah, ich habe einen geilen Job. Ich werde noch gefahren. Genau, schon. Muss das zeigen. Hier auf der rechten Seite. Ja, ihr hattet die letzten Monate viel zu tun, denn Smart gibt es demnächst nur noch mit Elektroantrieb. Und die letzten Benziner, die werden euch aus den Händen gerissen. So kann man das nennen, richtig, genau. Also die Nachfrage nach den Benzinern ist sehr, sehr hoch, definitiv. Elektro auch, aber das Hauptgebiet ist praktisch die Nachfrage nach den Verbrennern, gerade nach den letzten, die wir noch haben bei uns. Machen wir das Navi an, bitte. Einfach draufklicken. Genau, einfach draufklicken, dann wird es groß. Gut, ich kann also auch CarPlay und so, gibt's sowas? Apple CarPlay nicht, aber für MirrorLink für Android-Geräte ist Ja, ich habe ein Android. Ja. Mir ist eh egal, was die Apple-Leute machen mittlerweile seit 2 Jahren. Unsere Agentur hat nur noch Macs, aber iPhones, keine iPhones mehr. Ich will jetzt auch keine Werbung machen für Google Pixel oder so. Werde ich nicht tun. Google Pixel 5. Gerade rausgekommen. Ja, cool. Abstandstempomat? Abstandswarner ja, hat er mit drin, aber kein Abstandstempomat. Notbremsassistent? Ist verfügbar, also gab es als Option, aber wurde relativ selten gewählt. Ich denke, das ist in der Fahrzeugklasse hier auch eine Frage. Ich sag mal, das hier ist ja ein Fahrzeug für Individualisten, nenne ich es mal so ein bisschen. Für Leute, die nicht ein Auto haben möchten wie jeder, oder? Genau, so kann man das nennen, richtig. Ist schon ein Statement, smart zu fahren. Ein Statement? Ja, genau. Okay. Ja, ich bin noch nie... Doch, das stimmt gar nicht. Vor 20 Jahren hatten wir mal ein Dutzend Smarts. Das war die Zeit, als sie rauskamen, so als Werbefahrzeuge. Aber ich glaube, über den Zeitpunkt ist man schon weit hinaus. Die Dinger laufen mittlerweile weltweit. Du siehst sie in New York und überall. Richtig, je größer die Stadt, je weniger Parkplätze es gibt, umso mehr Smart sieht man. So, du darfst noch ein bisschen schneller fahren. Hier darf man 100 fahren. Mal gucken, ob du den packst hier vorne, den Opel Corsa. Hey! Ja, das geht schon mit 90 PS Turbo. Ja gut, der wiegt nur 1000 Kilo. Also man muss das auch in Relation setzen, wo andere Autos 14 oder 15 Kilo wiegen. Da sind Hunderte von Kilo weniger. Das stimmt, das merkt man direkt, definitiv bei der Beschleunigung. Noch ein Smart. Spritverbrauch? So im Schnitt zwischen 5,5 und 6,5 Liter. Im Kurzstreckenbereich. Bisschen weniger, wenn man dann Langstrecke fährt, wenn der Motor Betriebstemperatur hat. Ist der jetzt schon warm? Fast, ja. Der ist jetzt warm. So, Klimaautomatik heißt, ich habe keine LED-Anzeige, sondern ich stelle die Temperatur ein, der hält die. Aber das ist analog hier, das sieht schick aus.
Da unten ist jetzt noch eine Taste E und S. Ist das Economy Sport? Jawohl, genau, richtig. Da kann man das Getriebe vom Modus nochmal umstellen. So, und da ist der Fußraum mit drin. Auch der ist groß. Ja, ich habe richtig Platz. Ich bin 1,85 m und kann die Beine komplett ausstrecken. Ja. Das ist cool. Das Leder ist schön. Das stimmt. So geht es vielen. Die sind überrascht, wenn sie das Auto von außen sehen mit den kompakten Abmessungen und sich dann im Interieur hinsetzen, wie viel Platz er hat. So, gib mal Stoff. Hier ist keine Geschwindigkeitsbeschränkung mehr. Der ist wo jetzt abgeriegelt? Der ist jetzt bei 165 abgeregelt. Und hier geht es dann auch gleich berghoch. Aber er so, jetzt haben wir 150. Ja gut, das ist ein 13er Turbo. Wenn der nicht geht, dann weiß ich es nicht. So 150. Cool. Spritverbrauch nochmal? Wie gesagt, 5,5, 6,5 Liter. Im Kurzstreckenbereich jetzt. Und so knapp einen Liter weniger, wenn man dann Langstrecke fährt. 3,5 Meter. Ja, genau. 3,50 Meter kurz. Super. Ja, machen einen kurzen Cut und berichten gleich mal, was es noch für Modelle gibt. Denn ihr habt unglaublich viele Tageszulassungen im Moment da. Die gibt es ja so nicht mehr und ihr habt euch gut eingedeckt im Moment noch. Absolut. Wir haben noch einen großen Vorrat an Tageszulassungen, verschiedenster Modelle, Motorisierungen, Ausstattungen, Farben, also von allem was dabei. Ja, bis gleich. Da sind wir wieder angekommen in Saarbrücken. Hier ist er, der Smart 4.4. Und wir machen jetzt mal das Schiebedach auf. Guten Morgen. Mach mal auf. Denn das ist richtig, richtig groß. Und macht so richtig Cabrio-Feeling, oder? Ja, genau, richtig. Wenn das Wetter da mal mitspielt. Ja, jetzt ist im Moment ja ganz schick. Großes, riesen Schiebedach. Ich zeige es mal gerade von der anderen Seite, dass man das hat. Und wenn du mal kurz aufmachst, es ist auch während der Fahrt zu öffnen, gell? Definitiv, bei jeder Geschwindigkeit. So, dann steig mal aus, mach mal zu, ich mache auch mal zu. Dann zeigen wir mal gerade, das ist jetzt ein gebrauchter. Brabus Style 90 PS 4.4. Und heute, ja, großes Special 4.4. Die restlichen 4.4, ihr habt ungefähr, wie viel habt ihr jetzt noch? 50? Nicht mehr ganz, das hat sich schon stark reduziert. Also ich schätze, es muss um die 25. Zeig mir mal ein paar. Da müssen wir ein paar Meter gehen. Die haben wir schön gebündelt stehen. So, da oben ist euer Turm. Ihr wart eines der ersten Smart-Händler Deutschlands. Ja, genau. Das ist das zweite Center, was eröffnet hat, direkt nach Oberhausen. So, ihr seid jetzt Smart Service. Das bedeutet, ihr könnt Service machen für jeden Smart, seid autorisierter Servicepartner. Das ist korrekt, genau, wie eh und je schon. So, ich schau mal kurz. Hier vorne sind sie dann. Spannend. Genau, da geht es dann los. Von einfarbig über zweifarbig, mit und ohne Sportpaket, Panoramadach, normales Dach. Alles mit dabei. Das ist interessant, wie die wirken. Da hat jeder eine andere Wirkung, je nachdem, welche Farbe gewählt wird, oder? Das stimmt. Viele denken, manche wären sogar ein bisschen schmäler, weil sie in Schwarz ein bisschen schmäler aussehen als zum Beispiel in Silber. Ja, aber es sind genau die gleichen Karosserien. So, das sind alles Tageszulassungen. Die sind schon alle mindestens ein halbes Jahr alt? Ja, genau, richtig. Genau. Tageszulassung oder auch ganz junge Gebrauchte, so klassische Jahreswagen. So, den wir jetzt gerade eben hatten. Wenn ich den bekomme als Tageszulassung, hier steht 3 Jahre Garantie drauf. Das heißt, die übernehmen teilweise dann auch die Garantie mit? Genau, es ist noch 1 Jahr dann vom Hersteller, die sogenannte Werksgarantie. Und dann gibt es von uns intern im Haus noch 2 Jahre direkt im Anschluss mit dabei. So, ich zeige es mal gerade, hier vorne haben wir wieder mal den 66 kW, 5,1 Liter kombiniert und 6 Liter innerorts und außerorts 4,6 Liter, 1025 Kilogramm, CO2-Effizienzklasse D. Und ja, der CO2-Ausstoß sind 117 Gramm pro Kilometer. Und das Gewicht hier von dem Fahrzeug 1025, ich habe es gerade eben schon gesagt. Ja. Also hier kostet zum Beispiel 15.980, der hat quasi 0 Kilometer. Das ist richtig, maximal 5, die er im Werk gefahren hat zum Testen. Die sind jetzt auch noch da, da haben wir einen braunen, der drauf ist. Das spielt aber gar keine Rolle, man kann die prima folieren, denn das würde ich eher empfehlen. Also wenn man den ein bisschen länger fährt, einfach mal folieren, da kann man sich die Farbe auch noch aussuchen. Das stimmt, richtig, wenn man keine Lust mehr drauf hat, einfach nur mal abziehen. Da vorne, ihr habt die matt, aber die kommen im Prinzip im Werk so matt. Das ist jetzt ein 4.2, oder?
Das ist jetzt genau, hier steht ein Fortun der Reihe, weil die Parklücke hier ein bisschen kürzer ist, da haben wir ein Fortun dazwischen gemogelt. So, das ging aber auch, man könnte ihn zum Beispiel so folieren. Das geht in allen Farben, wie Sie das wollen. Ja. Okay, hier vorne haben wir ganz, ganz viele noch. Das heißt, am besten mal reingucken. Wir sind in Saarbrücken, eines der ersten Smart Service Partner Deutschlands, die wir hier haben. Hier haben wir einen Grau mit Silber. Ja, die Farbwahl ist wirklich schwer, oder manchmal? Das war oft das größere Problem, richtig. Das Auto war schnell gefunden, aber dann ging es um die Farbwahl, weil es so viele schöne Kombinationen gibt. Ja, da vorne sieht man mal schön die Größe, wie es da steht. Also das heißt, der Footprint von einem Smartfahrer ist relativ kurz. Das ist der Grund, warum viele wahrscheinlich einen kaufen. Ja, genau, das ist richtig. Parkplatzsuche? Kein Problem. Selbst mit dem Fortun nicht, gell? Das stimmt. So, hier vorne haben wir einen Weiß. Also ich weiß gar nicht, welche Farbe, wenn wir den folieren, ja im Prinzip welche Farbe jetzt besser kommt. Aber ich glaube, so ein schwarzer mit so einer matten Folierung unten, das würde, glaube ich, auch ganz gut tun, oder? Ja. Mit so einer grauen. Das sieht schon sehr schnatz aus, das stimmt. So, wenn man das Rote mal nicht mehr will, da kann man das machen. Ja, cool. Heute viel gelernt. Ihr habt einige da. Das heißt, jetzt noch zugreifen, solange es noch Benziner gibt, richtig? Genau, schnell vorbeikommen und sich einen der letzten sichern. So, dein Name? Christian Klein. Christian, wo findet man euch? Hier, Brebacher Landstraße, Smart Service Saarbrücken, Haus Nummer 1 in 66121 Saarbrücken. So ist es, ja. Vielen Dank. Heute große Doku, Smart 44. Die letzten quasi, solange der Vorrat reicht. Ja. Tschüss. Tschüss.